Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments. Herzlich willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, vielen Dank für eure unfassbar tollen Kommentare zu meinem letzten Video. Die Hühner haben euch ja super gut gefallen. Und ja, wir brauchen noch einen Hasen zu Ostern. Ne? Heute male ich mit euch einen Hasen. Ganz zu Beginn möchte ich euch ganz gerne einfach noch mal darauf hinweisen, ich arbeite ja mit den Farben von Victoria von VH Aquarell. Dieses hier ist mein normaler Farbkasten und auch hier habe ich ein paar wunderschöne Brauntöne, die heute in Einsatz kommen. Und bei ihr gibt es auch noch, wer mag, wunderschöne Glitzerfarben, Chamäleonfarben und Metallicfarben. Und ja, wer gerne mal in ihrem Shop vorbeistöbern möchte, den verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Mit meinem Code Melanie5 bekommt ihr 5% auf einen Einkaufswert ab 50 €. So, Hasen. Ihr braucht wieder was Leichtes, ne? Habe ich mir schon. Letztes Mal hatten wir die Hühner hier mit der Taco-Form. Genau, wir machen heute einen Hasen. Und zur Hilfe nehmt ihr einfach so eine rechteckige Form, ja, und ich zeige euch jetzt mal, wie das funktioniert. Das ist wirklich nicht schwer. So, ihr malt euch diese rechteckige Form. Ich mache euch noch mal ein bisschen größer. Mal gucken, dass ihr das auch alle gut seht. Scharf stellen, zack, jawohl. So, also ihr malt euch mit einem dünnen Strich diese rechteckige Form, so dass ihr die nachher noch wegradieren könnt. Ja. Und jetzt teilt ihr euch die im Grunde, ich sag mal so grob, in 3 Abschnitte ein. 3 Teile. In den oberen Teil malen wir jetzt den Kopf. Und zwar so, wie ihr euch ein Hamstergesicht, wenn ihr das von vorne seht, vorstellt. Also ihr malt hier eine Schräge, die führt hier zu den beiden Punkten hin und ihr macht das dann rund und kommt unten in einem kleinen Kreis wieder zusammen. Ja, Hamstergesicht von vorne. Und genau die gleiche Form malt ihr jetzt im Grunde für die Arme vom Oberkörper und die Arme vom Hasen. Da weiß man noch nicht, ob die nach hinten oder nach vorne gehen. Also auch hier, ja, ich setze es mal da an. Das hier noch mal ein bisschen weg. So, also wir haben hier den Kopf. Genau die gleiche Form. Diesen Hamstergesichtsform setzt ihr für die Arme an, wo ich noch nicht entscheide, ob wir die sozusagen von vorne oder hinten machen. Das zeige ich euch gleich, die 2 Varianten. So, und als drittes genau die Form nochmal übereinander gedacht. Also ihr denkt euch die geht hier so wieder los, aber wir machen die ruhig ein Hauch breiter, weil damit der nach unten hin, der Hase, ein bisschen moppeliger wird. Na? So. Also ihr habt im Grunde jetzt 3-mal, wenn man sich das hier so weiterdenkt, ne, 3-mal die gleiche Form übereinander gesetzt. Und nun ist der Rest ein Kinderspiel. Ihr malt euch 2 Ohren. Naja, gut, das ist jetzt ein sehr riesiges Ohr geworden. Ein bisschen zu groß, auch für meinen Geschmack. Also so ist besser. Ohr Nummer 1. Ohr Nummer 2. Bei den Ohren gibt es gleich auch verschiedene Möglichkeiten, da die noch zu gestalten. Mal gucken. Ja. Darf nicht so dick aufmalen mit diesem Bleistift. So. Jetzt malt ihr den Hasen seine kleine Hasennase. Und zwar macht ihr einfach nur ein Herz. Ganz einfach ein Herzchen. Ja, dann könnt ihr hier 2 Äuglein drüber malen. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier einen Strich einfach nur machen. So. Ihr könnt ihn auch ein Lächeln geben. Ist auch möglich. Ja. Und noch so ein paar, 2, 3 kleine Barthaare. Man kann das Ohr hier oben nur andeuten, noch mit so einer offenen Kante. In dem untermalt man das Innenteil so ein bisschen rosa. Ne? So. Wenn wir
die Arme so lassen, hat er die Arme einfach hinter dem Bauch verschränkt. Jetzt könnten wir ihm hier noch so einen kleinen Schmierbauch malen. Den kann man dann ein bisschen in hellbraun gestalten, wenn man das möchte. Und natürlich fehlen uns hier unten einfach noch die Füße. Da setzt ihr einfach nur so eine Ovalen hin und macht hier so eine C in der Mitte. Ja, so ein längliches Oval, ein C in der Mitte. Und im Grunde ist euer Hase schon fertig. So, sehr schön. Hase Nummer 1, Hase Nummer 2. Ich mache das jetzt im Grunde mal genau das gleiche. Ja, ich mache mir hier das Gesicht. Also ich denke mir hier meine Drittelteile. Ich mache mir hier mein Gesicht. Wenn ihr das nicht, ihr könnt das auch oval malen. Wenn ihr jetzt diese Form nicht so mögt, macht den einfach einen ovalen Kopf. Ist auch okay. Ja. So, kann hier oben auch ein kleines Zwischenstück machen zu den Öhrchen. Ja, ist auch kein Problem. Die Öhrchen auch mal ein bisschen spitzer malen, ein bisschen geschwungener malen. Ist alles gar kein Thema. So, Kopf ist wieder fertig. Jetzt komme ich wieder hier mit die gleiche Form, mit meinen Armen mal runter. Und hier unten den Körper mache ich ruhig einen Hauch breiter als den Rest. Aber ihr seht das, im Grunde ist es immer die gleiche Form übereinander gesetzt. Und ja. So, jetzt machen wir hier nochmal. Die Füße kann man auch unten so zusammenlassen. Ne, in so einem Bogen. Hier haben wir sie einzeln gemalt. Ihr könnt die auch so zusammenlassen. Ist auch okay. Und jetzt malt man ihm einfach hier seine Ärmchen. Ach, der könnte mal eine kleine Karotte halten. Ich male ihm jetzt einfach mal hier so eine kleine Möhre, die er hier mit seinen kleinen Pfötchen festhält. Ja. So, wir machen wieder die Hasennase. Seht zu, dass ihr die nicht zu hoch setzt, also im unteren Drittel vom Gesicht, die Hasennase, sonst wirkt das irgendwie proportional nicht so toll. Ne? Ich weiß gar nicht, ob der aussieht mit größeren Augen. Ich versuche es mal, an dem auch so größere Augen malen kann. Ach ja, ist auch niedlich. Guckt mal, kann man auch machen. Kann man den auch, wenn man will, noch so kleine Augenbrauen geben. Ist auch schön. Ne? Also Pfötchen vorne, Pfötchen hinten. Und hier kann man das Ohr auch nochmal, dem Ohr nochmal so eine Innenfläche geben, wer das lieber mag. Anstatt nur so einen Strich hier, so eine ovale Innenfläche geben. Ja. So, wie breit ihr diesen Hasen macht, ob ihr den noch richtig dick macht und moppelig, das bleibt ja alles im Grunde dann euch überlassen. Ja, hier ist jetzt die Kopfform schon ein bisschen anders wie da, aber das ist einfach ein Gucken, ein Ausprobieren, ein Machen, ein Tun. So, dieser hier könnte auch zum Beispiel so ganz verschämt einfach nur ein Blümchen für seine Liebste tragen. Ist doch auch süß. Ach, guck mal, wie süß. Okay. Was kann ich euch noch für Hasen anbieten? Ach so, es gibt so ein Motiv. Das habe ich auch schon ganz oft gesehen. Das ist nur dieser Hasenkopf. Wäre nur also ihr malt euch hier so einen puscheligen Kreis und noch einen puscheligen Kreis und zieht dazwischen einfach mal so einen Strich. Das ist so ein Hase, der so über die Kante guckt. Ja, und da macht ihr euch im Grunde ja jetzt die gleiche Form von dem Kopf. Vielleicht nicht ganz so hoch. Mal gucken. Man sieht das ganz oft und hier wird er auch noch so ein bisschen puscheliger hier unten. So Fellpuschel, der Hase. Und malt euch auch hier zwei Öhrchen.
einsortieren, das Innenohr. So, und auch hier ist jetzt wichtig, das Gesicht richtig zu setzen. Na, das nach unten, die kleinen Äuglein hier hin. Der Kopf ist schon fast ein bisschen zu wuchtig dafür, aber gut. Ich male das auch nicht jeden Tag. Hasen sind jetzt auch nicht unbedingt meine liebste, mein liebstes Malmedium hier, meine liebste Auswahl, die ich machen würde. So. Und man kann auch dieses Ohr wegknicken lassen. Also wenn man jetzt hier den Kopf hat, ich male jetzt hier nur mal so ein Ohr, dann malt man nur halb hoch und malt das so hängend runter und die andere Hälfte halt, das ist zu weit. Also nochmal. Man malt das Ohr halb oder 2/3 hoch, dann lässt man es nach unten, nach vorne klappen, macht die Rundung sozusagen und hier unten den unteren Teil. Ja, und dann habt ihr ein Klappohr, auch süß. So, puscheligen Füße hin. Okay, mit dieser Form könnt ihr auch einfach einen ganz einfachen Hasen von hinten malen. Ihr malt einen Puschelschwanz und da malt ihr diese Form, die wir hier eben hatten, dieses nach vorne hin, nach unten hin, hier breiter werden, wie so ein Hamstergesicht. Ne? Malt ihr euch das einfach so. Puschelschwanz hier ordentlich von hinten. Und das gleiche, die gleiche Form, malt ihr jetzt wieder. Ein bisschen kleiner vielleicht. Oder den Hasen darunter ein bisschen größer. Ich kriege die Ohren nicht hin. Also verzagt nicht. Ihr seht auch, ich kriege das nicht hin. Nicht immer. Das muss man wirklich auch erstmal auf dem Papier ein bisschen üben. Na? So. Ach Gottchen. So, Hase von hinten. Man sieht gar nichts. Nur den Hasen von hinten. Na? Gut, ihr Lieben. Ja, ihr könntet den auch winken lassen mit einem Arm. Na, dass er so eine Möhre hält, das finde ich schon ganz süß, muss ich sagen. Ja, da mache ich mich mal ran, ne? Und mal bereite mal die Karte vor und mal gucken wir mal, was wir dabei das Schönes zaubern. So, ihr Lieben, ich habe mir hier mein klassisches Papier genommen, was ich eigentlich fast immer für Karten nutze. Das ist hier das Aquapad von Claire Fontaine. Ein 300 Gramm Papier, kalt gepresst, feinkörnig. Ich habe es mir halbiert. Ich habe es mir hier in mein Easy Stamp reingepackt und werde mir jetzt noch 1 oder 2 Stempel draufsetzen. Ja, für alle, die viel und gerne Karten machen, lohnt sich diese Anschaffung auf jeden Fall von dem Easy Stamp. Der ist nicht ganz günstig, kostet so um die 24, 25 Euro. Der Vorteil ist aber unfassbar. Ihr setzt einen Stempel und sollte der jetzt nicht funktioniert haben, nicht irgendwo überall das Schwarz gelandet sein, könnt ihr jetzt einfach nochmal wieder stempeln. Das ist das richtig Tolle an diesem Stempelchen hier. So, na, hier dieses Papier habe ich jetzt hier hingemacht, damit mir nicht die Farbe dort landet, wo ich sie nicht gebrauchen kann. Also hier könnt ihr jetzt erkennen, da ist die Blüte nicht ganz gestempelt und deshalb kann ich jetzt nochmal, wenn ich nicht wieder alles verrutscht habe, ich habe es jetzt gerade verrutscht, ich bin aber auch echt, ich lasse es jetzt so. Ich lasse es jetzt so, ich male es nochmal mit der Hand ein bisschen. So.
heute ist nicht mein Tag. Okay, es geht los. Ich male wieder. Hier mein Quadrat, ganz hauchdünn. Setze ich mir hier meine Kanten hin, damit ich ungefähr weiß, wo ich gleich den Hasen male. Ja. Ich drittel mir den. Und damit ich nicht so viel wegradieren muss, male ich den Hasen jetzt, den Tipp kann ich euch auch nur geben, mit einem Aquarellmalstift vor. Wer den nicht hat, ist das nicht dramatisch, der nimmt normal den Bleistift. Ich nehme jetzt den Aquarellmalstift. Den Hasen auch ein bisschen breit. Genau, so ist das gut. So, und ich male mir jetzt wie gehabt meinen Hasen vor. Also ich male mir hier mein Gesicht. Schöne bei dem Aquarellstift ist, man kann auch ein bisschen drüber malen, verändern die Form. Ne? Da sich die Farbe gleich verzieht, ist das vollkommen egal. So, da habe ich meinen Kopf. Gleiche Form wieder für die Arme. Und den unteren Teil werde ich jetzt aber auf jeden Fall ein bisschen dicker malen. Und den Bauch hier so ein bisschen hochziehen. Aber von der Form her, seht ihr schon, ist es genau das gleiche. So, die Hasengrundform, wie wir sie eben geübt hatten. So, dann malen wir das gute Stück erstmal an. Ich mache hier in die Öhrchen ein bisschen einen helleren Farbton und auch hier auf dem Bauch einen bauchigen helleren Braunton. Ja, an dieser Stelle etwa habe ich schon gemerkt, dass dieses Papier, dass ich das von der Rückseite genommen habe. Und das funktioniert irgendwie nicht so gut. Die Farbe wird nicht gut aufgenommen. Zwar hatte ich das gemacht, weil dieser Stempel mit den Margeriten sehr fein ist und damit der wirklich auch gut auf diesem Papier aufgenommen wird, also ein gutes Motiv hinterlassen wird, hatte ich die Seite umgedreht. Aber tatsächlich funktioniert es nicht so schön. Ich merke, dass die Farbe, die sinkt irgendwie gar nicht ein. Die liegt auf diesem Papier und macht so komische Flecken, Pfützen. Ich weiß nicht. Ich rette es noch. Also ich gehe hier noch mal rüber. Normalerweise ist das überhaupt nicht nötig. Und ja, nachher gehe ich noch mal in den Bauch hinein, nehme aus dem Bauch noch mal wieder ein bisschen Farbe raus. Dann wird er noch ein bisschen besser. Und hier setze ich noch mal 2 kleine Bäckchen rein. Und ja, dann ist das mit der Grundanmalung beim Hasen schon gleich fertig. Ja, dann koloriere ich hier noch ein bisschen die Blümchen in der Ecke. Normalerweise sind Margeriten, ja, gibt es ja weiß mit gelben Mitte, aber ich wollte die so ein bisschen wie diese Rudbeckia machen, die kennt ihr vielleicht. Gelb mit so einer schönen weinroten Mitte, dass da mal ein bisschen Farbe auf die Karte kommt.
Ja, dann setze ich noch ein bisschen Rasengrün. Das mache ich immer mitunter. Ich setze erstmal ein ganz helles Grün und dann schattiere ich nochmal mit ein paar dunkleren Farben rein, damit es einfach ein bisschen lebendiger wird. Und gerade hier auch vor den Hasen gleich noch ein bisschen dunkler. Dann, der wirft ja auch wieder einen Schatten, das darf man nicht vergessen. Ne? Und da habe ich halt ein dunkles Grün genommen. Und ihr seht das jetzt, wird es gleich ein bisschen ja, interessanter einfach von den Farben. So, mir war der ein bisschen zu dunkel, der Bauch. Ich habe jetzt einfach nochmal mit einem feuchten Pinsel ein bisschen Farbe rausgenommen aus dem Ganzen. Gut, ganz kurz mal föhnen. Okay, ich schnapp mir einen Fineliner. Ihr könnt natürlich auch zuerst mit dem Fineliner die Konturen malen und den Hasen dann ausmalen. Dann solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr einen wasserfesten Fineliner euch schnappt. Nicht jeder ist wasserfest, ne? Aber es gibt von Uniball Signo welche und Winsor Newton und die Pigma Mignon Stifte sind natürlich auch wasserfest. Ja, so langsam wird mein kleines Bild fertig. Ich male jetzt hier gleich noch ein bisschen Grashalme rein und bringe dann noch ein bisschen Struktur in den Untergrund. Ihr könntet auch noch jetzt ein Osterei neben den Hasen malen, ne? Oder so ein kleines Osternestchen mit so ein paar Eierchen drin. Das wäre doch auch total süß. Da, wo ich jetzt das Gras anmale, wäre auch noch Platz für so eine bunte Ostergeschichte. Also da könnt ihr euch austoben und ganz kreativ sein. So, ihr lieben Kreativen, ich habe mir meine Karte aufgeklebt. Es ist doch ganz niedlich geworden. Also, ich muss euch sagen, das ist auch nicht mein Metier. Ich bin niemand, der gerne gegenständlich malt, aber selbst ich habe das hinbekommen und dann schafft ihr das natürlich auch, ne? Ja, ich hoffe, euch gefällt die kleine süße Karte. Wer so einen Stempel nicht hat, macht sich keinen Kopf. Der malt einfach nur eine ganz schlichte Blume, so wie wir das bei den Hühnern gemalt haben. Das passt da auch super hin, ne? Ein, zwei Blumenstängel und fertig ist es. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und schaut gerne mal bei Victoria rein in ihrem Shop. Vielleicht findet sich ja die eine oder andere Farbe, die euch gefällt. Man kann dort auch wunderbare Probenpäckchen bestellen und erstmal nur so kleine Stückchen. Habe ich hier irgendwo noch sowas rumfliegen, dass ich euch das mal zeigen kann? Na, ihr kennt ja diese kleinen Drops-Proben, die man so gerne bekommt, ne? Ja, das nächste Mal mache ich wieder was eher in meinen Bereich gefällt. Ich mache nochmal ein schönes Osterei mit Zentangelblumen drin. Ihr Lieben, macht es gut, werdet kreativ. Viel Spaß dabei. Tschüss.